Moin aus Hamburg, mein Name ist Bernadette Olderdissen, ich bin freie Reisejournalistin und Autorin und möchte dir heute mein neues Buchprojekt vorstellen. 8 Jahreszeiten Leben im Takt der Natur in Schwedisch Lappland. 8 Jahreszeiten wirst du dich vielleicht fragen, warum nicht 4? Nun, in Schwedisch Lappland nach samischem Kalender, das sind die Ureinwohner Lapplands, gibt es nicht 4, sondern 8 Jahreszeiten, denn die Ureinwohner dort lebten natürlich ganz im Einklang mit der Natur und haben je nach Jahreszeit, nach den ganz kleinen Nuance-Unterschieden, bestimmte Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel Rentiere zusammentreiben. Und danach brauchen die eben 8 Jahreszeiten und nicht 4. Und Inspiration dafür bekommen habe ich letzten Oktober während einer 4-tägigen Pressereise nach Schwedisch Lappland, wo ich mit der Idee ankam, ja, Herbst ist so die triste Jahreszeit, sehr tot eigentlich schon, Laub fällt von den Bäumen, es wird dunkler, es wird kälter. Und da habe ich vor Ort gemerkt, Mensch, da passiert ja noch total viel in der Natur, das ist eigentlich ganz lebendig, wenn man mal einfach hinter die Kulissen schaut. Zum Beispiel gibt es da eine Fischsorte, das sind so eine kleine Art Sardellen, die laichen gerade während 2 oder 3 Wochen im Oktober und die Einheimischen fischen natürlich wie verrückt und machen dann aus den Rogen Kaviar. Löjrom heißt das, ist so eine Art orangefarbener Kaviar. Und nicht nur die Fische sind aktiv, sondern auch zum Beispiel Rentiere. Da wird im Wald gerammelt, bis das Laub von den Bäumen rieselt. Und die Jungtiere werden dann im Frühjahr geboren, ganz klar eigentlich. Aber wann die gezeugt werden, hatte ich mich vorher noch nie gefragt und war wirklich ganz neugierig geworden, was es eigentlich alles so gibt, wenn man mal genauer hinschaut. Und zum Beispiel Eichhörnchen, habe ich erfahren, ist genau dasselbe. Auch total aktiv im Herbst. Also auch Tiere, die bei uns vor der Haustür leben. Ja, und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, was wäre denn, wenn du jetzt ein Jahr, wirklich 8 Jahreszeiten mal in dieser Natur, in dieser Wildnis verbringen würdest, mit den Menschen rausgehen in die Wildnis und von ihnen lernen, von dieser Naturverbundenheit, um meine eigene Perspektive auf die Natur zu erweitern, aber auch ganz viel neue Inspiration daraus mit nach Hause zu bringen und natürlich zu teilen. Als Autorin tue ich das vor allem in Form eines Buches. Am Ende kommt also hoffentlich ein schönes großes Buch dabei heraus. Aber zwischendurch möchte ich dich auch gern mit auf die Reise nehmen in Form von Videos und Fotos aus Schwedisch Lappland und würde mich super freuen, wenn du Interesse hast, wenn du mitkommen magst und mich ein bisschen dabei unterstützt, denn das eine Jahr vor Ort muss ich erstmal komplett selbst finanzieren und kann wirklich jede noch so kleine Unterstützung super gut gebrauchen. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle inspirieren lassen von der Wildnis im Norden, von der Natur, von den Tieren, von den Menschen und zusammen diese Reise wirklich unseren Horizont ganz schön erweitern kann. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und ganz, ganz vielen Dank für jede Unterstützung. Bis bald. Hey do!